Willkommen zum Tracked Kamera Tutorial. Ich bin der René und heute schauen wir uns alle Features der Tracked Kamera Anwendung an. Wir besprechen, wie wir eine Kamera an ein Portal koppeln, den Quick Setup Assistenten benutzen, welche Sensoren und Rekorder uns zur Verfügung stehen, sowie alle Einstellungsmöglichkeiten, welche die Anwendung bietet. Dann mal ran an die App. Auf der Startseite könnt ihr über den Button als Kamera eine neue Kamera mit einem Tracked-Portal koppeln. Falls eine Kamera schon verbunden wurde, startet Tracked automatisch in die Kameraanwendung. Zusätzlich wird der Button auf der Startseite mit einem History-Button erweitert, über den ihr die zuletzt gekoppelte Kamera aufrufen könnt. In der Kameraanwendung gelangt ihr über das Menü zu den Einstellungen und zurück zur Startseite. Ein Klick auf das Tracked-Logo bringt euch ebenfalls zurück zur Startseite. In der Kopplungsansicht stehen euch zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Eine Kamera kann per QR-Code scannen oder durch Eingabe von Portal-ID und Passwort an ein Portal gekoppelt werden. Benutzt ihr die Anwendung zum ersten Mal, werdet ihr zudem aufgefordert, Zugriff auf die Kamera zu gewähren. Beim QR-Code-Scannen haltet ihr das Phone am besten gerade und bewegt es langsam auf den QR-Code zu, bis dieser gelesen werden kann. Bei der manuellen Option einfach die Portal-ID, welche direkt unter dem Connect QR-Code steht, und das Portal-Passwort eingeben. Nach erfolgreichem Koppelvorgang landet ihr direkt in der Aufnahmeansicht. Falls noch keine Konfiguration vorgenommen wurde, wird euch zuvor noch der Quick Setup Assistent angezeigt, über den ihr einen Verwendungszweck auswählen könnt. In der Aufnahmeansicht könnt ihr die Kamera dann starten und stoppen. Um eine Kamera vom Portal wieder zu trennen, geht in die Einstellungen und klickt im Abschnitt Trennen auf den gleichnamigen Button. Nach erfolgreicher Trennung befindet ihr euch wieder auf der Startseite. Auch das History-Icon neben dem Button als Kamera ist wieder verschwunden. Zu den Kameraeinstellungen gelangen wir über das Menü und einen Klick auf die Zahnräder. Die meisten Einstellungen haben direkten Einfluss auf die Größe und die Anzahl der aufgezeichneten Inhalte. Wir sollten hier versuchen, ein Gleichgewicht zwischen Bedarf und Qualität zu finden. Im Abschnitt Kamera werden die verfügbaren Kameras aufgelistet. Bei Smartphones sind das die intern verbauten und bei Windows-Geräten könnt ihr zusätzlich über USB externe Webcams anschließen. Unter der Vorschau werden die maximalen Gerätefähigkeiten der aktuell ausgewählten Kamera angezeigt. Zusätzlich sind die aktuell gesetzten Werte für eine Videoaufnahme zu sehen. Im Abschnitt Aufnahme könnt ihr zwischen Foto- und Videoaufzeichnung wählen. Bei der Fotoaufnahme könnt ihr mit der maximal möglichen Auflösung arbeiten oder die Länge und das Seitenverhältnis aus vorgegebenen Werten selbst einstellen. Über die Nachbearbeitungsoption könnt ihr Größe und Qualität der JPEG-Dateien bestimmen. Zusätzlich kann eine Aufnahmeverzögerung eingestellt werden, um Nebeneffekte beim Einschalten der Kamera abzuwarten. Es gibt Kameras, welche einen Autofokus besitzen, andere hellen den Videostream erst auf. Einen sinnvollen Wert müsst ihr für eure Kamera durch Ausprobieren finden. Bei Videoaufnahmen kann neben der Auflösung auch die Bildrate und die Dauer der Aufzeichnung angepasst werden. Die maximal mögliche Aufzeichnungsdauer hängt dabei von den getroffenen Einstellungen ab. Weiterhin existiert eine Option, um zusätzlich den Ton mit aufzuzeichnen. Im nächsten Abschnitt Zoom können wir uns das Motiv näher heranbringen. Diese Option ist auch in der Aufnahmeansicht über das Menü zugänglich. Damit können wir unsere Kamera optimal auf ein Motiv ausrichten. Im Abschnitt Sensor können wir uns zwischen Intervall, Unterschied oder Bewegungserkennungssensor entscheiden. In Tracked lösen Sensoren Aufnahmen aus und je nach Anwendungszweck ist der eine oder andere Sensor nützlich. Der Intervallsensor bietet die Möglichkeit, zyklisch Aufnahmen in einem fest definierten Intervall zu nehmen. So können Bereiche abgetastet werden. Dieser Sensor ist nützlich, wenn man einen Fortschritt beobachten möchte. Auch zum Erstellen von Zeitraffer-Videos ist er ideal. Der Unterschiedssensor funktioniert wie ein Intervallsensor.
prüft aber zusätzlich auf einen erkennbaren Unterschied zur vorherigen Aufnahme. Ein Unterschiedsschwellwert kann dabei eingestellt werden. Dieser Sensor ist nützlich, wenn man daran interessiert ist, wann und wie stark sich etwas ändert. Auch produziert er in der Regel weniger Aufnahmen als der Intervallsensor und ist gut geeignet, um zum Beispiel Verkehr zu beobachten. Der Bewegungserkennungssensor erkennt, wie der Name schon sagt, Bewegung. Dabei kann die Empfindlichkeit des Sensors und eine Sensorverzögerung nach einer Aufnahme eingestellt werden. Dieser Sensor ist nützlich, um Tracked als Sicherheits- oder Spionagekamera einzusetzen. Im nächsten Abschnitt Sensoraktivitätszeiten lassen sich Zeiträume definieren, in denen der Sensor aktiv sein soll. Dies wird auf Stundenbasis pro Wochentag definiert. Dazu steht ein Raster zur Verfügung, in dem ihr jede Stunde einzeln oder ganze Zeiträume auswählen könnt. Ein Klick auf den Papierkorb leert das Raster. Ein Klick auf Widerrufen stellt den Zustand beim Betreten der Einstellungsseite wieder her. Wird das Sensorsymbol in der Aufnahmenansicht in weiß dargestellt, ist ein Sensor nicht aktiv. Entweder befindet sich der Sensor außerhalb der Aktivitätszeiten oder noch in einer Verzögerung nach einer Aufnahme. Im Abschnitt App-Neustart kann ein Neustartverhalten für die Anwendung definiert werden. Über den Slider kann ein Intervall eingestellt werden, der bei Ablauf die App neu startet. Zusätzlich gibt es eine Checkbox, um bei auftretendem Fehler neu zu starten. Und eine weitere, um beim Neustart der Anwendung direkt in den Überwachungsmodus zu starten. Dies ist hilfreich, wenn die App von einem externen Tool neu gestartet wird. Der Abschnitt Aufnahme-Cache lässt euch einen Speicherbereich definieren, der zum Zwischenspeichern von Aufnahmen zur Verfügung steht. Dieser Cache dient als Puffer für den Upload bei Engpässen oder temporären Verbindungsproblemen. Im Abschnitt Cloud-Richtlinie zum automatischen Löschen kann die Speicherzeit der Aufnahmen in der Cloud definiert werden. Läuft diese ab, wird ein Löschvorgang am darauffolgenden Tag automatisch durchgeführt. Je nach gewähltem Preisplan stehen mehr Richtlinien zur Verfügung. Hier ist zu beachten, dass ein Ändern der Policy sich nur auf neue Inhalte auswirkt. Im Abschnitt Name kann für die Tracked-Kamera ein Name vergeben werden. Dieser ist im gekoppelten Portal sichtbar und verschafft einen besseren Überblick beim Arbeiten mit mehreren Kameras. Der Abschnitt Quick Setup bietet die Möglichkeit, die Einstellungen von Kamera, Aufnahme, Zoom und Sensor als bevorzugte Einstellung zu speichern. Wurden die Werte gespeichert, steht im Quick Setup Assistenten eine neue Option zur Verfügung, über welche die Werte wiederhergestellt werden können. Der Quick Setup Assistent kann über das Menü in der Aufnahmeansicht aufgerufen werden. Die verfügbaren Optionen konfigurieren einen Rekorder und Sensor mit für den Anwendungszweck sinnvollen Standardwerten. So konfiguriert uns zum Beispiel die Option Bereiche überwachen die Anwendung so, dass hochauflösende Fotos aufgenommen werden, wenn der Unterschiedssensor anschlägt. Die Option Spionagekamera stellt die Aufnahme auf HD-Videoclips und konfiguriert uns den Bewegungserkennungssensor. Der Quick Setup Assistent dient also der Schnellkonfiguration für einen Anwendungszweck. Eine weitere Feinabstimmung kann im Einstellungsbereich danach vorgenommen werden. In der Aufnahmeansicht könnt ihr die Kamera starten und stoppen. Weiterhin bietet das Menü am oberen Rand Zugang zu weiteren Funktionen und Navigationsmöglichkeiten. Sehen wir uns die Ansicht im Überwachungsmodus an. Im linken oberen Bereich findet ihr Symbole für den aktuell ausgewählten Sensor, Rekorder und den Upload-Prozess. Diese Symbole werden bei Aktivität eingefärbt. Die Anwendung befindet sich in einem permanenten Loop zwischen Sensor und Rekorder. Sensoren triggern Aufnahmen und nach einer Aufnahme wird der Sensor wieder gestartet. Auf der rechten Seite finden wir die Upload-Slots. Hier könnt ihr Informationen über noch ausstehende Uploads erhalten. Die Summe noch durchzuführender Uploads ist im linken unteren Bereich sichtbar. Im Überwachungsmodus verhindert Tracked das Sperren des Bildschirms durch das Betriebssystem und zeigt selbst nach 2 Minuten ein schwarzes Overlay mit dem Tracked-Logo an.
Wird Tracked als Kamera ausgeführt, könnt ihr euch vom Portal aus einen Livestream der Kamera anfordern. Dabei wird der aktuelle Überwachungsmodus unterbrochen und eine Verbindung zwischen Portal und Kamera hergestellt. Nach Beendigung des Streams wird der Überwachungsmodus wieder gestartet. Wenn keine direkte Verbindung zwischen Kamera und Portal hergestellt werden konnte, wird der Livestream von Tracked automatisch nach 30 Sekunden unterbrochen, da der Datenverkehr über einen zusätzlichen Server geleitet werden musste. Wir sind am Ende des Tutorials angelangt und ich hoffe, es war hilfreich, um mit der Tracked-Kamera zu starten. Links zu weiteren Tutorials sind unten in der Videobeschreibung. Bitte nutzt die Kommentare für Feedback und Anregungen. Danke für eure Zeit und viel Spaß beim Ausprobieren von Tracked.